Herzlich willkommen in Kandy! Auf meiner Sri Lanka-Rundreise geht es weiter von Dambulla nach Kandy. Den ersten Teil von meiner Route verlinke ich euch hier oben im Video, damit ihr auch nichts verpasst. Um von Dambulla nach Kandy zu kommen, muss man einfach den Bus aus dem Zentrum nehmen, was 4,40 € kostet und ca. 3 Stunden dauert. Und in Kandy solltet ihr wirklich nur 2 Tage bleiben. Manche sagen auch, man kann es direkt überspringen, denn in Kandy ist das Highlight nicht die Stadt an sich, sondern die Zugfahrt von Kandy nach Ella, was ich wirklich aus tiefstem Herzen nur bestätigen kann. Aber dazu kommen wir noch, keine Sorge. Und falls ihr doch sagt, ihr wollt in Kandy bleiben, habe ich da auch ein paar Empfehlungen für euch. Meine Top-Empfehlung ist auf jeden Fall der Ambuluwawa Tower. Nicht nur die Architektur ist beeindruckend, sondern vor allem auch die Aussicht. Der Turm ist auf jeden Fall einen Besuch wert und vom Kandy-Zentrum mit dem Bus gut zu erreichen. Ich würde euch ja gerne mehr von dem Tower zeigen, aber leider wurden original alle meine Aufnahmen gelöscht. Aber alles gut, ich habe nur 3 Mal geweint. Außer dem Turm gibt es in Kandy noch die berühmten Kandy-Tänze. Let's go! Ich bin ehrlich, hat nicht gelohnt. Das könnt ihr ruhig skippen. Die hatten auch irgendwie selber nicht so richtig Bock drauf, war ein bisschen uninspiriert. Und das war so null synchron alles. Geht da nicht hin. Und der Zahntempel, wo der Backenzahn Buddhas präsentiert wird. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Backenzahn Buddhas. Und auch das war leider nicht das tollste Erlebnis, denn es war mega voll und es fühlte sich an wie eine Massenabfertigung, um ehrlich zu sein. Man hatte für den Zahn nicht mal 5 Sekunden Zeit und durfte auch nicht filmen. Aber wie ich schon erwähnt hatte, das Highlight in Kandy ist die Zugfahrt von Kandy nach Ella. Let's go! Ich bin jetzt bei der Kandy Train Station und für mich geht es jetzt weiter nach Ella mit der berühmtesten Zugfahrt im asiatischen Raum, wenn nicht sogar auf der Welt. Soll wunderschön sein, ich habe richtig Bock drauf, habe schon viele Videos und Fotos gesehen. Geht gleich los. So, mit ein bisschen Verspätung im Zug, gleich geht's los. Ich bin gespannt. Also endlich geht's los. Die Fahrt dauert 8 Stunden, ein bisschen länger als mit dem Bus. Aber es soll sich einfach mega lohnen und ich bin richtig gespannt drauf. Zweimal am Tag fährt der Zug die Strecke zwischen den beiden Orten Kandy und Ella. Dabei legt der Zug eine Entfernung von ca. 150 Kilometern zurück und braucht dafür ca. 6 bis 8 Stunden. Es ist einfach wie im Film. Man schaut hier lang, die ganze Zeit hängen da die Menschen raus am Zug, steigen ein und aus, wie sie wollen. Und sowas erlebt man halt nicht in Europa oder so, wisst ihr? Und das sind so die Momente, wo man einem bewusst wird, ja Mann, anderes Land, andere Kultur, andere Sitten.
Ich glaube, man sieht und hört, wie glücklich ich bin, oder? Einfach nice. Macht diese Fahrt, Freunde, oder kommt erst gar nicht nach Sri Lanka. Wenn ihr bucht, bucht auf jeden Fall zweite Klasse. Die erste Klasse ist unauthentisch und man bekommt nicht dieses Sri Lanka-Zug-Feeling, wie es sein soll. Dritte Klasse bedeutet, die ganzen 8 Stunden überstehen zu müssen. Auch nicht nice. Deswegen zweite Klasse mit Sitzplatzreservierung. Wo und wie viel das gekostet hat, verrate ich euch noch. Ey, es ist einfach wunderschön. Wer hätte gedacht, dass eine Zugfahrt so schön sein kann? Es ist nicht zu viel versprochen. Verpasst diese Zugfahrt nicht, Leute. Wie ein Film, Mann. Ich kann es nur mal wieder wiederholen. Ich will euch einfach nur klar machen, dass ihr es machen müsst. Voll korrekt. Meine Sitznachbarn hier aus Sri Lanka haben mir gerade so ein Essen geschenkt. Sie hier. Korrekt. Thank you. Oh. Thank you. Ich will die ganze Zeit meine Kamera wegpacken und dann sieht es wieder so geil aus. Und dann ist die Aussicht wieder so heftig. Am liebsten würde ich echt die ganzen 8 Stunden aufnehmen, aber ich glaube, das wird sich keiner anschauen. Also nochmal zu den Tickets. Als erstes einmal muss man sich da früh genug drum kümmern, weil es ist sehr beliebt. Den Grund verstehen wir, glaube ich, alle. Also wenn man so 2 Wochen vorher sich ungefähr um sein Ticket kümmert, reicht das eigentlich schon. Ich packe euch unten mal den Link rein. Ich habe für mein Ticket 13 € bezahlt. Die haben mich aber auch von zu Hause abgeholt, haben mich bis zum Bahnsteig gebracht.
Der Zug wurde ursprünglich 1864 von der britischen Kolonialregierung und dem sri-lankischen Eisenbahnnetz eingeführt, um Tee von den Teeplantagen transportieren zu können, damit sie von Colombo aus in die ganze Welt exportiert werden können. Ich finde das so lustig, wie manchmal einfach so random Leute an der Seite aufpoppen. Die stehen dann einfach auf einmal. Hey. So muss die Fahrt in den Himmel aussehen. Genau so und nicht anders. Ich kann mich an der Aussicht doch einfach nicht satt sehen. Ich sitze hier ungelogen seit 4 Stunden so am Fenster so. Es ist einfach... Was auch richtig nice ist, es kommen immer mal wieder irgendwelche Verkäufer vorbei. Kannst du Essen und Trinken kaufen. Ticket gut aufbewahren, das kontrollieren die einmal im Zug und so wie ich gehört habe, auch beim Aussteigen auf jeden Fall gut aufbewahren. Nach 8 Stunden in LA angekommen, so wie es auch angekündigt wurde. Das war eine geile Fahrt. Macht es auf jeden Fall. So, angekommen. Habe auch eine richtig nice Unterkunft erwischt. $10 die Nacht. Mit der Aussicht und sogar Frühstück inklusive.
Ella ist so der Hotspot, ja, für jüngere Leute, junge Leute, Bars, Cafés. Werde ich alles auschecken. Wir sehen uns nächste Woche in Ella.